wollte ich nur ein kleines Beispiel geben. Gogolutech ki Rajkumari Ai Gagari Leke, Tatjanana ho, Chandra Chapal Chitanari Ai Chow Patar Nadi Kinari, Kardaya, Nakinaka, Nagadina. Das ist ein Beispiel, also was für Zungenabgeweisen. So, jetzt fahren wir endlich fort. Ich habe 2 Gedichte gelesen, eine haben wir, 3, aber eine haben wir gestrichen aus zeitlichen Gründen. Also mein erstes Gedicht heißt Summertime. I sat in the garden with Thomas Hardy's Jude the Obscure on my lap and watched a small butterfly with dark spots on its frayed wings, violet patterns on its tail. It was Atlas utricae, fluttering lightly between the marigolds and chrysanthemums. The Potentilla nepalensis was growing well under the shade of the rhododendrons. The great pumpkin was spreading its leafy tentacles everywhere. The tomatoes were fighting for light, hiding beneath the pumpkin's gigantic green leaves. A papillon maquillon with its swallowtail came from nowhere. The laughter of the children as they swung in the garden's 2 swings were a delight to one's soul. Little Florentine and his fear of bees, Natasha's morbid fear of spiders, Elena's garden gymnastics, and Julian's delight in discovering new insects, snails and snakes. Holding hands, we strolled in our garden. You watered the flowers and trees. I removed long brown snails. A hobby gardener of Nepalese descent, in a lovely house with character in Zeringen, an Alemannic stronghold. Once the subject of dispute between Austria and France, now a sleepy residential area of Freiburg. Thank you very much. Jetzt kommt die Übersetzung. Frau Pazzinis Übersetzung. Ich saß im Garten mit Thomas Hardys Herzen im Aufruhr auf dem Schoß und betrachtete einen kleinen Schmetterling mit dunklen Flecken auf dem zarten Flügel und violett gemusterten Schwanz. Es war Atlas utricae, schwerlos flattern zwischen Ringelblumen und Chrysanthemen. Die Potentilla nepalensis gedieh prächtig im Schatten der alten Rose. Der große Kürbis streckte seine wüchende Tentakel nach allen Seiten. Versteckt unter seinen grünen Riesenblättern kämpften die Tomatenpflanze ums Licht. Aus dem Nichts tauchte ein Papillon maquillon auf mit seinem Schwalbenschwanz. Das Lachen der Kinder auf den beiden Schaukeln im Garten erfüllte die Seele mit der reinsten Freude. Der kleine Florentin mit seiner Angst vor Bienen, Nataschas morbide Furcht vor Spinnen, Elenas Gartengymnastik und Julians Entzücken beim Entdecken neuer Insekten, Schnecken und Echsen. Händchenhaltend schlenderten wir durch den Garten. Du wässertest Blumen und Bäume. Ich sammelte lange braune Schnecken. Ein Hobbygärtner nepalesischer Herkunft in einem charmanten Häuschen in Zeringen. Der alte alemannische Burg. Damals umkämpft zwischen Österreich und Frankreich. Heute verschlafener Vorort von Freiburg. So, jetzt kommt ein Gedicht über Gurkhas. Ich habe ein paar Punkte geschrieben. Also bevor man
ich diese Gedichte lese, möchte ich erklären, was ein Gurkha ist. Ein Gurkha ist ein Soldat aus Nepal. Und die haben seit Königin Victorias Zeiten in der englischen Armee gekämpft. Sie haben Einsatz gehabt im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Falklandkrieg, Irak, Afghanistan, sie sind überall gewesen. Aber das Problem ist, sie haben immer nur die Hälfte von einem britischen Soldat gekriegt. Und ich habe viele Artikel darüber geschrieben und auch Gedichte. Und so allmählich ändert sich das Blatt. Und früher kamen also sehr viele Ausländer, also Migranten hier, also heute sagt man Migranten, früher waren sie Gastarbeiter. Und ja, wir haben Migranten geholt und dann kamen Menschen, hieß es, in England war es genauso, 1944 wurden sehr viele Leute aus Jamaika geholt, weil das war eine frühere Kolonie. Und es ist besser, wenn man Leute von dort holt, anstatt von anderen Teilen der Welt, weil schließlich gehört es auch zu unserer Kolonie, hieß es. Und 1947 wurde Indien geteilt von den Engländern. Also es wurde in Pakistan und Indien diese hinduistische und muslimische Teil geteilt. Und die Leute, die Abitur machen jetzt dieses Jahr, müssen einen Text machen über präkoloniale Zeiten, koloniale Zeiten und nachkoloniale Zeiten. Und das sind Schriftsteller wie Salman Rushdie und viele andere, also Muriel Sparks und Joseph Conrad und so weiter. Es ist eine sehr interessante Lektüre. Ja, so viel zu Gurkhas. Und Nepali ist eine indogermanische Sprache. मेरो Nam Satis Shroff. Das klingt doch ähnlich, gell? Also mein Name Satish ist, gell? Also Verb am Ende sogar. Ja, und Nepali wird von 33 Millionen Nepalesen gesprochen. Ja, wenn man Nepali lernt, dann kann man auch in Sanskrit einsteigen und auch Hindi, weil wir haben diese gemeinsame Schrift, Devanagari. Ja, okay. So, a Gurkha Mother. Subtitle heißt Death of a Precious Jewel, also Tod von einem kostbaren Juwel. Das ist der Sohn. The Gurkha with a kukri. Oh, I forgot to mention that a kukri is a curved knife. It's a knife that is used by the Gurkhas, very effectively. With it, they can cut grass and they can also cut the heads of people. Yeah. The Gurkha with a kukri, but no enemy, works for the Queen of England, yet gets shot at in missions he doesn't comprehend. Order is hukum. Hukum is order, and hukum is also life. Johnny Gurkha dies under foreign skies. He never asks why politics isn't his style. He's fought against all and sundry. Turks, Tibetans, Italians, Indians, Germans, Japanese, Chinese, Argentinians, and Vietnamese, Afghans, Indonesians, and Iraqis. Loyalty to the utmost, never fearing a loss. The loss of a mother's son from the mountains of Nepal. Her grandpa died in Burma for the glory of the British. Her husband in Mesopotamia, she does not know against whom. No one to tell her. Her brother fell in France against the Teutonic hordes. She prays to Shiva of the snows for peace. And her son's safety, her joy and her hope, farming on a terraced slope. A son who helped wipe her tears, ease the pain in his mother's heart. A frugal mother who lives by the seasons and peers down to the valleys, year in and year out, in expectation of her soldier son. A small Gurkha is underway, heard from across the hill with a shout. It's an officer from his brigade. A letter with a seal and a poker face. Your son died on duty, he says. Keeping peace for the Queen of England and the United Kingdom. A world crumbles down. The Nepalese mother cannot utter a word. Gone is her son, her precious jewel.
her only entrance and sunshine in the craggy hills of Nepal, and with him her dreams, a Spartan life that kills. Ja. So, jetzt kommt die Übersetzung, gell? Soll ich es auf Schweizerdeutsch lesen? Klingt das wie? Soll ich? Ah, nein, lassen wir es lieber. Aber obwohl, es würde mir wirklich Spaß machen. Ja, also ich lese es auf Deutsch. Der Verlust des Sohnes seiner Mutter. Der Gurkha mit seinem gefährlichen Kukri, aber kein Feind in Sicht. Arbeitet für die Königin von England und wird erschossen in Einsätze, die er nicht begreift. Befehl ist Hukum. Hukum ist sein Leben. Johnny Gurkha stirbt noch unter fremdem Himmel. Er fragt nie warum. Die Politik ist nicht seine Stärke. Er hat gegen alle gekämpft. Türken, Italiener, Tibeter und Inder. Deutsche, Japaner, Chinesen, Vietnamesen, Argentinier und Afghaner. Loyal bis ans Ende. Er traut keinem Verlust nach. Der Verlust des Sohnes seiner Mutter von den Bergen Nepals. Ihr Großvater starb in Burmas Dschungel für die glorreichen Engländer. Ihr Mann fiel in Mesopotamien. Sie weiß nicht gegen wen. Keiner hat es ihr gesagt. Ihr Bruder ist in Frankreich gefallen, gegen die teutonische Reichsarmee. Sie betet Shiva von den Gipfeln an. Für Frieden und Erden und auf Erden und ihres Sohnes Wohlbefinden, ihre einzige Freude, ihre letzte Hoffnung, während sie den Terrassenacker auf einem schroffen Hang bestellt. Ich heiße auch Shroff. Ein Sohn, der ihr half, ihre Tränen zu wischen und den Schmerz in ihrem mutterlichen Herz zu lindern. Die arme Mutter, die mit den Jahreszeiten lebt, Jahr ein und Jahr aus, hinunter in die Täler und schaut mit Sehnsucht auf ihren Soldatensohn. Ein Gurkha ist endlich unterwegs. Er hört es über den Bergen mit einem Geschrei. Es ist ein Offizier von seiner Brigade. Ein Brief mit Siegel und ein Pokergesicht. Ihren Sohn starb im Dienst, sagt er lakonisch. Er kämpfte für die Königin von England und für den Vereinigten Königreich. Eine Welt bricht zusammen und kommt zu einem Ende. Ein Kloß im Hals der Nepali-Mutter. Nicht ein Wort kann sie herausbringen. Weg ist ihr Sohn, ihr kostbares Juwel, ihre einzige Versicherung und ihr Sonnenschein. In den unfruchtbaren, kargen Bergen und mit ihm ihre Träume. Ein spartanisches Leben, das den Tod bringt. Merci vielmals.